Die Milliliter-Benz des 21. Jahrhunderts heißt V60 von Hario. Ein klassischer Dripper, den wir alle zu Hause immer wieder gerne nutzen. Und wie wir ihn nutzen und ein wirklich praktisches Rezept, das zeigen wir euch in diesem Video. Bei mir zu Hause, bei dir zu Hause, bei fast allen aus dem Team steht ein V60 Filter zu Hause, mal in der Plastikvariante. Ich habe noch eine Glasvariante und eine Keramikvariante, David. Ich habe irgendwann gewechselt von der Glasvariante auf die Plastikvariante zu Hause. Aus bestimmten Gründen werden wir darüber sprechen. Ich freue mich, dass wieder der deutsche Vize-Brewers Cup Meister an meiner Seite steht und uns sein klassisches Rezept mit 5 Aufgüssen, nein, wir reden nicht über Sauna, sondern über den V60 zeigen wird. David, super guter Brüher, der einfach immer funktioniert, auch relativ stabil, auch in der Plastikvariante, kann man auch mitnehmen unterwegs oder so. Warum magst du sonst noch den Hario V60? Hey, der Hario V60 betont für mich ganz oft die Klarheit und die Säure im Getränk und das funktioniert halt für fast alle Kaffees. Und deswegen haben wir ihn auch schon beide benutzt beim Brewers Cup, ja. Sowohl im Open Service als auch im Compulsory Service. Open Service ist das, wo wir unseren Kaffee präsentieren, darüber sprechen und ich fange eigentlich bei jedem Kaffee mit dem Entdecken des Kaffees beim V60 an. Ich nehme mein klassisches Rezept, was ungefähr deinem erinnert, ehrlich gesagt, und dann entwickle ich von dort ausgehend weiter, vielleicht mit anderen Rezepten und mit anderen Brühern, aber das ist eigentlich so der Go-To, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ich brühe eigentlich jeden Kaffee als erstes mit dem V60. Und wie machst du es? Sag uns doch mal kurz zusammengefasst, wie du mit dem V60 brühst. Ich brühe meistens 18 bis 20 Gramm Kaffees mit einem relativ groben Mahlgrad auf 300 Milliliter Wasser in 5 Aufgüssen, 5 gleichen Aufgüssen sogar, das sind 60 Gramm pro Aufguss, mit irgendwas zwischen 90 und 95 Grad, meistens bei 92 starte ich und dann gucke ich mal, wie das passiert. Die Extraktionszeit sollte irgendwas zwischen 2,5 und 3 Minuten sein. Würde ich auch sagen. 2,40 ist so meine goldene Größe. David, bevor wir ins Brühen hineingehen, ganz kurz, die physikalischen Eigenschaften des Brühers, kannst du dazu noch was sagen? Ja. Wie ist so das Ablaufverhalten und vor allem auch welches Filterpapier verwenden wir? Also, das ist eine V-Form, wie ihr jetzt alle seht. Der hat hier so Drainageröhren, sind das Röhren? Ja, so Führungen, Ableitsystem sozusagen, genau. Dadurch hat er ein bisschen Bypass, was ich bei dem Dripper echt gut finde. Bypass bedeutet an der Stelle, nicht alles Wasser läuft durch den Kaffee, sondern läuft quasi links oder rechts am Kaffee vorbei, weil es eben hinter diesen oder seitlich der Drainagekanäle ja sozusagen Luftpolster gibt und da kann das Wasser abgleiten und das ist dann eben tatsächlich nicht Teil der Extraktion, ist aber ein sehr kleiner Teil hier. Ja, genau. Und ich habe eher einen ziemlich schnellen Flow, besonders weil ich dann noch einen groben Mahlgrad gehe. Wie ist dein Standardrezept? Meins ist ganz ähnlich, tatsächlich auch. Und ich peile ja auch eben diese 2,40 an. Das heißt, es ist ein relativ flüssiger Flow, wobei ich natürlich das auch kontrollieren kann durch die Abstände zwischen den Purs. Also je nachdem, wie viele ich gebe und wie viel Abstand ich dazwischen lasse, ob ich stark absacken lasse oder nicht, ist natürlich eine Frage beim Filterkaffeebrühen. Auf jeden Fall. Und das letzte Parameter, den ich oft beim Compulsory angewandt habe, ist Filterpapier. Ich habe jetzt hier das klassische Hario Filterpapier aus Japan. Ich habe manchmal auch noch das Sibarist Filterpapier dabei. Das ist dann, der Flow ist dann richtig schnell. Da musst du nochmal richtig feiner mahlen und dadurch hast du echt eine andere Tasse. Wir verwenden heute einen Kaffee, den es auch im Abo gibt, oder? Genau, den gibt's. Der wird heute im Abo versendet, glaube ich. Ja. Und der kommt nachher auch noch in den Verkauf. Okay, also das ist dieses Mal also nicht so, dass der Kaffee dann nur exklusiv für die Filterkaffee-Abo-Kundinnen und Kunden ist, sondern man kann den nachher auch auf der Webseite bestellen. Genau, das ist ein Kaffee aus Brasilien, den hat der Philipp mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob du den schon probiert hast und wo ich den das erste Mal probiert habe. Also ich denke da nicht an Brasilien. Ich rieche auch nicht Brasilien. Experimentelles Lot, ne? Ja, ist ein sehr experimentelles Lot. Ist einfach ein Honey. Ist ein Honey? Ja, gut. Also Honey ist ja schon fast experimentell in Brasilien, hätte ich jetzt fast gesagt. Komm, legen wir los. Genau, ich habe jetzt hier 20 Gramm Kaffee drin. Beim V60 starte ich wirklich mit 20 Gramm auf 300 Milliliter Wasser. Das ist ein ziemlich dichtes Brühverhältnis. Das mag ich. Also eher 1:15 im Verhältnis? Genau, eher 1:15. Und 60 Milliliter Blooming für 30 Sekunden. Manchmal gehe ich da auf 40 hoch, wenn der Kaffee ganz frisch ist. Du gießt relativ kräftig ein, dass es hier eine schöne Durchnässung gibt. Und auch später versuchst du auch, das wiederum so zu erreichen, dass du wirklich alle Partikel erreichst. Ne? Aber es gibt ja noch die Methode, dass man auch umrührt. Das machst du jetzt hier nicht. Genau. Das Rezept kommt wirklich aus Meisterschaften. Und da müsst ihr euch vorstellen, habt ihr 3 Kaffees nebeneinander, die ihr gleichzeitig brüht.
Und da hat man auch einfach keine Hand frei zum Rühren oder Swirlen. Und deswegen über den relativ kräftigen Einguss versuchst du auch die untersten Partikel zu erreichen. Genau. Jetzt war der zweite Pour bei 30 Sekunden, du bist auf 120 Gramm hochgegangen und der dritte folgt sogleich. Genau, bei 1 Minute, da variiere ich immer so ein bisschen, wie der Flow im Dripper ist, zwischen 30 Sekunden zwischen den Aufgüssen bis 20 Sekunden runter. Du gehst ganz leicht am Rand entlang, aber wirklich nicht voll auf den Rand, sondern tatsächlich du bist so, ich sag mal, einen halben Zentimeter vom Rand entfernt mit dem Aufguss und rührst dann zentrierend Richtung oder gießt dann zentrierend Richtung Mitte. Genau. Ist das bewusst oder ist das zufällig? Das ist sehr, sehr bewusst. Ein paar Kaffeepartikel kleben ja außen am Dripper fest, also am Filterpapier. Das nennt man High and Dry. Und ich möchte die wieder runter ins Kaffeebett holen. Deswegen gieße ich zuerst einmal außen rum. Und das machst du eigentlich jedes Mal. Wobei jetzt, dieses Mal warst du sogar ein bisschen auf dem Papier. Also es ist auch in Ordnung, aufs Papier zu gießen. Auf jeden Fall. Das ist kein frevelhaftes Verhalten. Nee, auf gar keinen Fall. Man darf das, es passiert dadurch nicht, dass man mehr Bypass hat? Doch, man hat schon ein bisschen mehr Bypass. Ich sage einfach immer, wenn ihr es immer gleich macht, dann könnt ihr es reproduzieren. Und ich probiere wirklich so die erste Runde am Papier lang zu gießen und nicht alles. So, wir sind bei 240, das heißt, es fehlt noch ein Aufguss. Den machen wir bei rund 2 Minuten und da gießen wir jetzt auf die 300 Milliliter Wasser auf. Jetzt steht da oben drauf eine schöne, aber doch immer noch vermischte Menge zwischen Wasser und Kaffee. Und das ist jetzt schon so ein Zeichen, es ist eine schöne Extraktion. Das finde ich, sieht man jetzt eigentlich schon, an dem, wie das Ganze vermischt ist. Wasser und Kaffee haben sich nicht getrennt. Es sind jetzt nicht oben irgendwie isoliert schwimmende Partikelchen, sondern es ist noch immer eine schön durchtränkte Mischung. Also das sieht ganz gut aus, wobei wir jetzt eher auf eine 250er Extraktion hinauslaufen. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich den Kaffee jetzt nochmal brühen würde, einfach nochmal ein bisschen gröberen Mahlgrad gehen, dass ich ein bisschen eine kürzere Extraktion habe. So. Espírito Santo. Aus Brasilien. Ich bin gespannt, was du zu dem Kaffee sagst. Viel Süße. Ja. Sehr viel Süße. Ich finde den herbal. So eine kräuterige Note. Aber ich finde die Säure sehr, sehr balanciert. Sehr, sehr, aber trotzdem da und sehr intensiv. Für mich schmeckt er ein bisschen nach so warmen Apfelmus. Das ist gut. Ich finde den aber auch sehr, sehr... Er hat was rote, bäriges. Vielleicht eine Himbeere. Genau, und dann hat er, finde ich, eine dominierende Note. Nicht so auf der nussigen Seite, nicht so auf der schokoladigen Seite, sondern es ist ein sehr malziger Kaffee. Also, wenn ihr so Malzbier mögt, mit einem Stich Süße hat ja Malzbier auch. Finde ich super. Also, das ist eigentlich ein gutes Bild. Schön. Und was wir nochmal sagen können, das funktioniert eigentlich fast immer. Also bei fast jedem Kaffee. Auch hier jetzt wiederum eine sehr gute Brühung. Recht einfach, kein großes Hokuspokus. Ja, 5-mal aufgießen, aber 5x60 kann man sich auch noch gut merken, finde ich. Ihr habt eine Menge von 300 Milliliter, das ist eine schöne Menge. Das ist auch eine Menge, die wir immer empfehlen, ungefähr zu brühen, denn es ist einfach einfacher, mit so einer Menge eine gute und gleichmäßige Extraktion zu haben. Und dann habt ihr ein gutes Ergebnis und das macht Spaß und der Kaffee macht auch Spaß. Und wenn ihr ihn dann später probieren wollt, folgt dem Link unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr auch gerne V60 brüht und noch andere Rezepte kennt oder habt oder gerne nutzt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Gerade bei V60 gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man damit brühen kann. Und das war jetzt unsere Interpretation, die wir beide tatsächlich sehr, sehr ähnlich brühen. Ja, und wir sind gespannt auf eure. Ansonsten sagen wir Tschüss, trinkt guten Filterkaffee und wir trinken auch wieder mal einen guten Filterkaffee.